President Trump sought to overturn the results of an election, and of a fair election. He sought a coup by misleading people with lies. My father and our neighbors were misled also with lies, and I know where such lies lead. President Trump is a failed leader. He will go down in history as the worst president ever. The good thing is that he soon will be as irrelevant as an old tweet. But what are we to make of those elected officials who have enabled his lies and his treachery? Als Arnold Trumps Manschetten-F-Ehe wie ein Esel in einem Mar-a-Lago-Wuttornado aufdeckte, bekam Melania Trump einen Wutanfall. Arnold Schwarzenegger ließ live im Fernsehen eine so gewaltige Wahrheitsbombe platzen, dass selbst ihre roboterhafte Haltung in den höchsten Jurassic Park-Wahnsinn ausbrach. Ein Murmeltiertag ähnlicher Braten von Trumps Cayman Islands Kontofantasien und der gebräunten Fassade seiner Ehe, der Melania mit rotem Gesicht zurücklässt und Trump, wutentbrannt, Fake News twittert wie ein Kind, dem man die Cheetos weggenommen hat. Memes wimmeln in den Timelines. Melania, deine Ehe ist ein Betrug, denn seien wir ehrlich, Schwarzeneggers Mission Impossible Kritik traf härter als ein Husten-Emoji, das auf den Marmorboden von Mar-a-Lago gekippt wurde, und enthüllte die Unfähigkeit der Regierung, während die Judgegate-Kontroverse noch andauerte. Und der Zusammenbruch des Wutanfall-Zyklons heizte die Meme-Apokalypse an, wobei Late-Night-Moderatoren Trumps Ehe mit einer nassen Pizza in einer Cartier-Tasche verglichen. Denn selbst Arnolds Terminator-ähnliche Wahrheitsbomben sowie der jüngste, juristische Fehlschlag des Justizministeriums können nicht ausgelöscht werden. Wir sehen dich, Donnie. Schließlich war dies nicht nur ein Braten, sondern das Husten-Emoji von Trumps Erbe, das in sich zusammenfällt. Schwarzeneggers Enthüllung ließ Melania in Tränen ausbrechen, während Trump immer noch „Ich bin das Opfer"-Tweets aus seiner Marmorboden-Haarteil-Kollektion, der Saroge, verfasste. Donald Trump, der nützliche Narr. War das ein kalkulierter Schachzug von Arnold, oder hat er einfach etwas verraten, das niemand hören sollte? Schreiben Sie eine 1 in die Kommentare, wenn Melanias Reaktion gerechtfertigt war, oder eine 0, wenn Arnold zu weit gegangen ist. Wir wollen genau aufschlüsseln, was er gesagt hat und warum dies der letzte Riss in der Fassade der Trump-Ehe sein könnte. The President of the United States cut after-school programs and cut from the kids out of their budget $1.2 billion. President Trump promised us that he wants to make America great again. That's not how you make America great. By taking $1.2 billion away from the children and robbing them blind? Bevor wir verraten, was Melania dazu gesagt hat und warum die Trumps möglicherweise auf einen sehr öffentlichen Showdown zusteuern, sollten Sie unbedingt subscriben und die Klingel drücken. Es wird nur noch intensiver. Der verbale Schlagabtausch zwischen Arnold Schwarzenegger und Donald Trump dauert schon länger an als die Jurassic Park würdigen Hollywood-Ehen. Ihre Feindschaft ist ein Murmeltiertag-Remake der Beleidigungen seit The Celebrity Apprentice, als Arnold die Moderation übernahm. Als Trumps Spray-Tan-Phase, in der er die Promis entließ, sich in den Versuch verwandelte, die Hälfte des regierungstreuen Cayman-Inseln-Kontochaos zu feuern. Der Roast des Gouverneurs? Eine Wutanfall-Tornado-Wahrheitsbombe. Ihre Regeln ähneln einem Schwarzenegger-Film-Remake, in dem der Bösewicht ein Kind mit einem Twitter-Account ist. Wie wird Trump darauf reagieren? Seine Golfplatzpleiten verbreiten sich wie eine nasse Pizza in einer Cartier-Tasche. Die Late-Night-Moderatoren hatten einen Riesenspaß. Warum ist Trump verärgert? Weil Arnold hier draußen seine Mission Impossible-Dummheit demonstriert. Ihre Quittungen von den Cayman-Inseln sind das Einzige, was funktioniert hat. Die Verlierer-Memes des Internets dominieren die Timelines. Trumps Zusammenbruch? Ich bin der Stärkste, Arnold. Ich werde zurückkommen, um dich wieder zu grillen. Was ist mit der Tragödie? Seine von Idioten geprägten Größenfantasien zerfallen jedes Mal, wenn Schwarzenegger sich über seine Herrschaft im Stil von Jurassic Park lustig macht. Bevor Sie gehen, wenn Sie wegen des Krawalls hier sind, abonnieren Sie. Über 98% von euch sind Trittbrettfahrer, wie seine Anwaltsrechnungen. Wir sehen dich, Donnie. Schlussgedanken. Schwarzenegger hat nicht nur Trump geröstet. Er wurde zum Manschetten-Emoji für sein braun gebranntes Vermächtnis. Und raten Sie mal, die Memes lachen, weil er immer noch Witch Hunt schreibt. Tweets aus seiner Sammlung zeigen Donald Trump als hilfreichen Narren. President Trump,
I just saw your press conference with President Putin, and it was embarrassing. I mean, you stood there like a little wet noodle, like a little fanboy. I mean, I was asking myself, when are you going to ask him for an autograph or for a selfie or something like that? I mean, you literally sold out at this press conference our intelligence community, our justice system, and worst of all, our country. You're the President of the United States. You shouldn't do that. I mean, what's the matter with you? Als sogar Melania eine Pause mit Manschetten-F-Geschmack einlegte. Die kleinliche, passiv-aggressive Rivalität zwischen Donald Trump und Elon Musk hat das Ausmaß einer Jurassic Park-Katastrophe erreicht. Ein wutentbrannter Zusammenstoß von Jimbro-Angeberei gegen Twitter-getriebenes Ego, ähnlich wie die Teilnehmer des Murmeltiertags, die sich darüber streiten, wer das größere Konto auf den Cayman Islands hat. Das sind Sticheleien. Musk macht sich über Trumps Golfplatzpleiten lustig, während Trump wütende Tweets über Musks Bewertungen abgibt. Trotz der Meinungsverschiedenheiten gab es eine Regel, die konstant blieb. Lassen Sie Melania aus dem Spiel. Bis jetzt. Denn, seien wir ehrlich, sie starrt auf ihr Drama wie »Wann ist das vorbei?«, während sie die Scheidungspapiere mit der Überschrift »Ich bin geistig in Slowenien« einreicht. Late-Night-Comedians hatten ihren großen Tag, indem sie ihren Streit mit dem von Statisten gleichsetzten, die sich über das Wi-Fi-Passwort eines Marmorbodens streiten. Denn warum sonst sollten 2 Milliardäre ihre Zeit mit Emoji-Beschimpfungen verbringen, anstatt ihre Kontoprobleme auf den Cayman Islands zu lösen? Die Katastrophe. Ihre Feindseligkeit ist mehr als nur Politik. Sie ist eine Mission Impossible Wahrheitsbombe, die beweist, dass selbst die Wi-Fi von Mar-a-Lago ihre Ego-Ausbrüche nicht in den Griff bekommen können. Bevor Sie gehen, wenn Sie wegen des Pandemoniums hier sind, abonnieren Sie bitte. Mehr als 98% von Ihnen schmarotzen, als wären es Anwaltsrechnungen. Wir sehen dich, Donnie. Schließlich lächelt Melania, während Trumps und Musks Wutanfall-Tornado viral geht. Denn ihre ungeschriebene Regel unterstreicht nur, dass ihre Egos so schlecht sind wie eine nasse Pizza in einer Cartier-Tasche. People have made some comparisons of your candidacy in 2003 and Donald Trump's today. What similarities do you see and what are the differences? Well, I think that, I don't really study that much of, what is the difference between Donald Trump and my candidacy. I study much more the field polls and the USC Schwarzenegger polls that we've just done about what do the people really think. Als distanzierte Ruhe Trumps Kochfefe geschwängerte Theatralik wie ein Esel extra in einem Mar-a-Lago-Wutanfall-Tornado zermalmte, beherrschte Melania Trump die Kunst, wie ein Jurassic Park-würdiges Rätsel im Hintergrund zu verschwinden. Eingehüllt in Designer-Sonnenbrillen und mit einem Seitenblick auf die Cayman-Inseln Kontowahnvorstellungen ihres Mannes, während Donald von lauter Theatralik lebte. Sie schrie Kochfefe, während sie Tweets zur Hexenjagd verfasste und strahlte dabei eine nahtlose Gelassenheit aus, die sein Groundhog Day würdiges Chaos in ihrer Gesellschaft wie den Wutanfall eines Kleinkindes auf dem Marmorboden erscheinen ließ. Peak Goal, ein schwieriger Kontrast, der nicht einmal zuckte, als sein Zusammenbruch auf dem Golfplatz die Late-Night-Talkshows beherrschte. Warum ist Melania so ruhig? Weil sie hier draußen darüber nachdenkt, die Scheidungspapiere vorzubereiten, während Trump weiter über Windmühlen schimpft. Das Internet spielt verrückt mit Memes, Timelines und seiner Theatralik. Ich bin der Stärkste. Ihre Reaktion, die Tragödie, sein Bräunungsspray und sein Wutanfall. All das kombiniert mit ihrer Eleganz, die an einen Esel erinnert, und zeigt seine Unzulänglichkeit mit einer einzigen Aussage. Bevor du gehst, wenn du wegen des Pandemoniums hier bist. Abonniere bitte. Über 98% von ihnen leben von seinen Anwaltskosten. Wir sehen dich, Donnie. Abschließende Bemerkung, Melania hat mehr getan, als sich nur von Trump abzuheben. Sie wurde zum Kochfefe-Emoji während seiner Wutanfall-Tornado-Präsidentschaft. Und die Designer-Sonnenbrille lacht, während er zeichnet. Nur ich kann es lösen. Aus seiner Haarteile-Sammlung drehen und Donald Trump, den praktischen Idioten, erschießen. It is funny that he uses a prayer breakfast. I think, plus, I have thick skin. I mean, this doesn't bother me at all. And it's very funny. And it gave me an opportunity to then go and shout back and say, that the show didn't do well because, 1/3 of the audience left because they boycott the show because you're the executive producer, Donald Trump. And if you would have just not opened up your mouth,
and tell everybody that you're the executive producer, we would have had really great ratings on the show. But the advertisers left, the audience left. They hate the guy. So they left, and so I was caught in the middle of this political thing there. Well, I said, that's why I said I'm not going to do the show again. Arnold Schwarzenegger, eine Action-Ikone und ehemaliger Gouverneur von Kalifornien, schlug plötzlich auf den Trump-Gegner ein, von dem niemand erwartet hatte, dass er in den Ring steigen würde, sodass diese Wendung der Handlung aus dem Jahr 2025 wie eine bizarre Simulation wirkt. Jeder im Internet fragte sich, ob sich der Terminator über Melania Trump lustig gemacht hatte. You're not saying you're for him. You're not saying you're against him. You're trying to stay out of it. I get it. But is that what you're trying to do here? By you not saying anything, you're actually making a statement. No, not really, because I try to stay focused. Remember, there's one thing that I've learned over the years when I promoted bodybuilding and fitness and my movies and politics and issues and so on is to stay focused. So today I want to talk about our poll numbers and our polls that we have taken, the field polls that the USC Schwarzenegger Institute released this last week. Right. And I want to talk about that because that is really important for this. Es wurde viel gemutmaßt. Hat Melania Arnolds pflanzliche Proteinlinie bei Whole Foods als eine Art verspätete Rache dafür abgelehnt, dass sie ihm 2010 bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung einen Seitenblick zugeworfen hat? Ob er sich nun mit seinem Esel im Hinterhof gelangweilt hat oder dachte, es wäre amüsant, ihn verbal zu demolieren. Die Unvorhersehbarkeit trug einfach zu seinem Reiz bei. Von allen ikonischen Auseinandersetzungen hätten 2025 Elon Musk gegen seinen selbstfahrenden Tesla und Kanye gegen eine von einer KI generierte Taylor Swift die Hauptrollen spielen können. Auf niemandes Bingo-Karte stand Schwarzenegger gegen Melania. Niemand hat um den Streit gebeten. Also konnte auch niemand ein Auge zudrücken. Arnold Schwarzenegger, 77, setzte sich zu einem Gespräch über Klimawandel und Fitness zusammen, das eigentlich einfach hätte sein sollen. Doch zwischen Solarzellen und Bizeps verlagerte sich das Gespräch dramatisch nach links. Auf die humorvolle Frage nach der politischen Führung im Jahr 2025 machte Arnold eine Bemerkung, die im Internet zum Hit wurde. Ich musste mich zumindest noch nie hinter meiner Frau verstecken. Trump has been indicted on federal charges, but most of the top Republican officials are siding with him against the special prosecutor. How do you explain that? If the charges are correct, then he is going to be in deep trouble. But at the same time, I have to say that we're always innocent until proven guilty. So we will find out what the courts say. Zunächst fiel es niemandem im Raum auf. Der Interviewer kicherte unbeholfen. Wahrscheinlich dachte er, es sei nur ein weiteres Klischee. Doch bevor die Lichter der Kameras nach ein paar Minuten erloschen, war das Internet bereits auf den Beinen. Melania war in aller Munde. TikTok-Nutzer remixten Arnold Soundbites mit Terminator-Soundeffekten. Und Meme-Accounts waren ständig aktiv. Natürlich lief die Mühle der Mutmaßungen auf Hochtouren. Ich hätte nichts dagegen, wenn Arnold sich über Melania lustig machen würde. Haben Sie einen Jackenmoment? Will er andeuten, dass Trump seine Frau als menschliches PR-Schild benutzt? Fragen Sie mich nicht, was zu tun ist, wenn die Dinge schlecht laufen. Fragen Sie Melania. Arnold hat nie gesagt, dass die Abwehrbewegung der wichtigste Aspekt ist. Mit seinem typischen Grinsen saß er da, als ob er genau wüsste, was er getan hatte. Wegen seiner Zweideutigkeit wird er im Internet noch mehr geschätzt. Es wurde als ein sanftes Stochern beschrieben. Einige sagten, es sei ein richtiges Braten mit europäischem Akzent. Am Ende des Tages waren die Memes außer Kontrolle geraten. Schwarzenegger, der mit einem Photoshop als Terminator dargestellt wurde, schwang ein Pappschild mit der Aufschrift Free Melania. Dumm gelaufen. But are these politicians to allow this to happen? Auf Twitter gab es zwei gegensätzliche Meinungen. Der MAGA-Mob zerstörte das Skript der abgehobenen alten Hollywood-Elite, während die Hälfte von ihnen Arnold als schrecklichen Großvater beklatschte, der gerade den unerwartetsten Schlag des Jahres versetzt hatte. Das ganze Szenario fühlte sich wie ein Fiebertraum an, wobei eine Verschwörungstheorie vorschlug. Arnold sei Teil einer geheimen österreichischen Verschwörung, um die amerikanische Politik mittels Proteinpulver und Einzeilern zu infiltrieren. Es war genau die Art von zwischenzeitlichem Prominentenstreit, die 2025 nötig war, um die Aufmerksamkeit von der sich nähernden KI-Katastrophe abzulenken. Eine der schlimmsten Angewohnheiten von Arnold Schwarzenegger ist es,
sich auf die Zunge zu beißen. Vor allem, wenn es um Donald Trump geht. Seit Arnold The Apprentice übernommen hat und Trump nicht in der Lage war, Liv Devon abzuhalten. Jeden Rückgang der Einschaltquoten wie eine kleinliche Axt zu twittern, köchelt die Fehde zwischen diesen beiden aufgeblasenen Egos schon seit Jahren. Diesmal war jedoch Melania das Objekt von Arnolds Aufmerksamkeit und das Internet war erstaunt, dass er den Ort wirklich besuchte. Warum gerade jetzt? Warum Melania? Wie Sie vielleicht schon gesehen haben, ist die ehemalige First Lady als Influencerin für Luxushandtaschen wieder ins Rampenlicht der Öffentlichkeit getreten. Und das mit perfekt manikürten Zähnen. I hired a big movie star, Arnold Schwarzenegger, to take my place. And we know how that turned out. It's been a total disaster. Ever bet against Trump again. And I want to just pray for Arnold if we can for those ratings. Kürzlich hatte sie einen seltenen Auftritt, um über Einwanderungspolitik zu debattieren. Was so absurd ist wie ein Millionär, der über Haushaltskürzungen spricht. Arnold muss von einem ruhigen, inspirierenden YouTuber in den Terminator-Roast-Modus übergegangen sein, nachdem er ihre gut eingeübten Beleidigungen gehört hatte. Diese Hypothese wird jedoch von niemandem aufgegriffen. Vielleicht war es nicht nur Melania. Vielleicht hat Arnold versucht, etwas Wesentlicheres zu vermitteln. Der Mann predigt seit Jahren, der Macht die Wahrheit zu sagen, während Melania sich einen Namen als stoische, stille Beobachterin gemacht hat. Zu ihren Markenzeichen gehören ein freundliches Grinsen und ein gut getimter „Es ist mir egal, ob du eine Jacke trägst" Moment. Was wäre, wenn es bei Arnolds Kommentar wirklich um das Privileg des Schweigens ginge? Es ging weniger um die Dame, als vielmehr um die Fähigkeit bestimmter Leute, Probleme zu bewältigen, ohne sich die Hände schmutzig zu machen. Schließlich hat die Ruhe ihre eigene Kraft. Und Arnold hat es praktisch durch 7 Terminator-Filme geschafft, weil er zu viel Zeit damit verbrachte, unehrliche Politiker und Klimawandelleugner zu verurteilen. Bitte sagen Sie mir, ob Sie glauben, dass er Angst vor einer zierlichen, wohlhabenden Frau hat. I want to ask you a quick question about Donald Trump. He listed his weight at 215 pounds. You are one of the foremost experts on the male physique, bodybuilding, etc. When you size him up, what would you guess that man weighs? You know, I don't really know how much he weighs. I can tell you one thing, that if you would ask me what should you do for fitness, I would just say run around yourself 3 times. You're gonna be in great... Wenn das stimmt, macht sich Arnold nicht nur über ihn lustig. Und derjenige, der einmal gesagt hat, wenn es blutet, können wir es töten, wird derjenige sein, der das sagt. Zu diesem Zeitpunkt liefen Trumps soziale Medien auf Hochtouren. Denn wenn es im Jahr 2025 eine universelle Regel gibt, dann die, dass Donald Trump niemals einen öffentlichen Angriff akzeptieren wird. Er stellt die Herausforderung, weil die Welt im Jahr 2025 chaotischer denn je ist. Und zu schweigen, während der Globus brennt, ist nicht nur eine modische Entscheidung, sondern auch eine politische. Die in Großbuchstaben geschriebene Hetzrede erschien innerhalb weniger Stunden auf der Timeline. Arnold, der gescheiterte Verlierer, konnte nicht einmal mit The Apprentice mithalten. Ein komplettes Desaster. Niemand ist fasziniert. Ein düsterer Klassiker. Trump beleidigte Menschen, als ob sie ihn 2016 immer noch nach den neuesten Nielsen-Einschaltquoten fragen würden. Die Vorstellung, dass Präsident Trump Melania unterstützt. Eine Frau, die den größten Teil des letzten Jahrzehnts damit verbracht hat, bei jedem öffentlichen Auftritt so zu tun, als befände sie sich mitten in einer Scheidung, brachte das Internet ins Trudeln. Plötzlich rannte er in strahlender Bräune los, um den Ruf seiner Frau zu verteidigen oder zumindest ihren Namen als Vorwand für eine weitere Schlagzeile zu nutzen. To say that you have a little bit of blind spot. And that is, every time you talk about America, you're right when you say that our leadership in Washington is a little bit backwards. But you're wrong when you say that America dropped out of the Paris Agreement. Because if you look a little bit beyond Washington, you will see that it is the states and the cities, there's local governments that control 70% of... Natürlich hat das Internet sein Bestes gegeben und machte aus der ganzen Geschichte einen von Memes angetriebenen Karneval. Arnold verwandelte sich in wenigen Minuten in den Terminator, zog sich einen roten Magertrainingsanzug an und schaute mit dem Slogan "Hasta la vista" auf Trump herab. Eine andere virale Schönheit, Danny,
zeigte Melania mit einem dramatischen Seitenblick im Hintergrund, während Arnold eine Hantel mit der Aufschrift Make America Lift Again hochhielt, als ob sie ihre Flucht in Echtzeit planen würde. Das Beste ist jedoch, dass Trumps Zusammenbruch Arnold nur noch cooler erscheinen lässt. Der Mann, der früher Dinge wie „Ich komme wieder“ sagte, wurde zur unfreiwilligen Stimme der Vernunft, die zeigt, dass ein Schlag die verheerendste Waffe in der seltsamen Dystopie des Jahres 2025 ist. Der Braten ist gut getimt. Fäden zwischen Prominenten sind im Jahr 2025 zu einem ausgewachsenen kulturellen Stellvertreterkrieg eskaliert. Twitter ist zum inoffiziellen Schlachtfeld der Welt geworden und hat das, was früher ein kleines Boulevarddrama war, in eine bizarre Art von politischer Performance verwandelt. Hey Donald, I have a great idea. Why don't we switch jobs? You take over TV because you're such an expert in ratings, and I take over your job. And then people can finally sleep comfortably again. Der Streit zwischen Melania und Schwarzenegger. Schwarzeneggers Streit hat mehrere Aspekte. Arnold ist die lebende Verkörperung der konventionellen Männlichkeit. Der Mann hat sich seinen Lebensunterhalt damit verdient, dass er gegen böse Männer kämpft, Einzeiler zum Besten gibt und Zigarren wie einen nahrhaften Snack aussehen lässt. Er war schon immer der harte Mann mit dem Code. Die Schwachen beschützen, den Starken entgegentreten und dabei vielleicht ein bisschen angeben. Arnold positionierte sich als Republikaner, dem soziale Gerechtigkeit und der Klimawandel aufrichtig am Herzen liegen, indem er die Rolle eines politischen Aktionshelden spielte. Seine gesamte Marke strahlt Mitgefühl und Stärke aus, wie ein Bizeps, der über ein verwundetes Herz gestülpt ist. Auf der anderen Seite ist Trump der klassische Showman, und sein ganzer Ansatz beruht auf seiner Weigerung, klein beizugeben, egal wie lächerlich das Argument ist. Da jedoch eher ein mittlerer als ein hoher Einsatz auf dem Spiel steht, ist Trumps Vorstellung von Männlichkeit eher ein Anschreien an den Server als die von Arnold. Jahrelang hat Rare jede Beleidigung gegen ihn in eine Karrierechance verwandelt, in einen völligen Zusammenbruch, als ob ihm beim Eingestehen seiner Fehler die Haare ausfallen würden. Melania, die stille Eiskönigin, die seit ihrem Debüt auf der Weltbühne an ihrem Handwerk der strategischen Gleichgültigkeit gefeilt hat, steht im Mittelpunkt. Then when I was running for governor and I became governor, my credit as starring in Terminator still said Schwarzenegger, and everything stayed the same. And I continued getting my royalties and all that stuff. So I think that this is a contract that he had. I think that it was great that he was part of it. I have to say to you also, to all of you, that it was big shoes to fill. Es war, als würde jemand versuchen, sich mit einem Marmordenkmal anzulegen, während Arnold ihr folgte. Es ist gewagt, unheimlich verblüffend, aber unwahrscheinlich, dass es eine Reaktion hervorruft. Aber vielleicht ist das genau der Punkt. Das geht über Arnold gegen Melania hinaus. Melania. Das hängt mit ihren Werten zusammen. Arnolds Ruf gründet sich auf seine Fähigkeit, Tyrannen zu besiegen. Trumps gesamte Identität dreht sich darum, einer zu sein. Und Melania ist der Gipfel der Komplizenschaft. Die stille Beobachterin, die niemals ihre Integrität in Frage stellt. Egal wie chaotisch die Dinge werden. Das Merkwürdigste daran ist, dass nichts davon verlangt wurde. Aber heute sind wir alle neugierig darauf, denn die Welt versinkt immer mehr im Chaos. Es ist unheimlich entspannend, zwei wohlhabenden Männern mit fragwürdigem Akzent dabei zuzusehen, wie sie sich streiten, als wären sie in einer Reality-Show aus dem Jahr 2025. Es ist die Art von Ablenkung, die sich jeder insgeheim wünscht, denn sie ermöglicht es uns, unserer kollektiven Unzufriedenheit und Wut auf berühmte Personen Luft zu machen, die unsere Tweets nie lesen werden. Prominentenfäden sind die beliebteste Bewältigungstechnik der Gesellschaft geworden. Dabei können wir auch gleich ein paar Egos verbrennen. Trump is now the frontrunner to be the nominee of your party, of the Republican Party. Given everything you said, does that concern you? Absolutely not, because being a front runner of one party and letting them dig this hole deeper and deeper is going to make it easier for the Democrats in the end to win. It's sad to see that they couldn't come up with a new talent. Die Welt hält derzeit den Atem an und fragt sich, ob Melania Trump ihr bekanntes eisiges Schweigen brechen wird oder ob sie das tut, was sie am besten kann. Einen kleinen Seitenblick werfen, der mehr Wirkung hat als 1000 Tweets, wenn man sich an der Geschichte orientiert. Sind Melanias Retourkutschen mehr Schall und Rauch als verbrannte Erde?
Komplett mit inszenierten Blumenarrangements, gut geteamten Fototerminen und kryptischen Instagram-Titeln wie »Schweigen ist die ultimative Waffe der Weisen«. Stellen Sie sich vor, Melania geht auf Twitter und schreibt etwas wie Arnold, wenn sie sich aufregt. Das sollte auf Filmdrehbücher beschränkt bleiben. Ich selbst stehe auf Actionhelden. Das Internet würde implodieren, wenn es weniger gescheiterte politische Karrieren gäbe. Arnold hingegen ist hier der eigentliche Joker. Er ist nicht durch Zufall zum Meister der Einzeiler geworden. Wenn sich jemand über seine Gegner lustig machen will, dann er, der sich schon seit den Tagen des Terminators über sie lustig macht. Das ist er. Diese Situation würde einen weiteren viralen Nachrichtenzyklus lang andauern. Mit einem einzigen wütenden Tweet, der besagt, ich komme mit einer weiteren Beleidigung zurück. Denken Sie daran, dass es sich um dieselbe Person handelt, die Trump im nationalen Fernsehen als kleine feuchte Nudel bezeichnet hat. Er ist einfach eine menschliche Version eines Reddit-Kommentar-Threads, die Bizeps schwingt. Natürlich freut sich das Internet auf weitere kleine Dramen. Die Theorien der Fans haben bereits begonnen, sich zu verbreiten, während Meme-Schöpfer damit beschäftigt sind, Arnold in Terminator vs. Trump zu verwandeln, Trump Judgment Day zu verwandeln. Erwarten TikTok-Nutzer, dass Melania sich mit einem passiv-aggressiven Met-Gala-Look revanchieren wird. Unabhängig davon, ob Melania zurückschlägt, hat sich die ganze Situation herauskristallisiert. Ist eine weitere turbulente Episode des amerikanischen Celebrity Culture Reality Programms. Denn wenn es eine Sache gibt, die diese Zeitachse zu schätzen weiß, dann sind es zwei wohlhabende Menschen, die sich streiten, während der Rest von uns Popcorn isst und so tut, als wäre es von Bedeutung. Deshalb fragen wir jetzt Sie, war Arnold zu weit gegangen oder hat er nur gesagt, was alle bereits dachten? Lassen Sie es uns in den Kommentaren wissen. Wenn ihr das schockierend findet, like dieses Video, subscribe und bleibe dran, denn dieses Familiendrama ist noch lange nicht vorbei.